Hallo ihr schönen Menschen. Heute geht es um das Thema Stress. Also wenn du dich in letzter Zeit gestresst gefühlt hast, dann höre bitte bis zum Ende zu. Boah, ich fühle mich wieder so gestresst. Alles nervt mich, alles stört mich gerade. Kennt ihr dieses Phänomen, dass ihr euch ständig gestresst fühlt und in letzter Zeit vor allem habt ihr das Gefühl, dass alles zu viel wird? Wenn ihr dieses Gefühl gar nicht kennt, dann könnt ihr jetzt sofort abschalten. Alle anderen, die das Gefühl kennen und das Gefühl vielleicht in letzter Zeit sogar öfter haben, bleibt dran und ich zeige euch, wie ihr diese Stressfaktoren eliminiert, wie ich damit umgehe, um eine extreme Resilienz aufzubauen. Und wen haben wir heute dabei? Meinen neuen Bonsai-Baum. Habt ihr einen Namen für ihn? Ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll, aber er soll einen Namen kriegen, weil ich finde es sehr, sehr persönlich und ich finde es schön, wenn ein Baum etwas wie Leben hat und zeigt. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie wir ihn nennen wollen. Dann wird das unser Familienstammbaum. Es gibt nichts über Chai, oder? Es wurden ein paar Sachen mitgeliefert, die zeige ich euch. Währenddessen erzähle ich euch mal, wie gestresst und wie genervt ich jahrelang war, was die Faktoren waren und wie ich sie beseitigt habe und was ich daraus gelernt habe und vielleicht an euch mitgeben kann. Also es wurde so eine Bonsai-Schere mitgeliefert. Ich habe mir aber vorher schon meine goldene Bonsai-Schere bestellt gehabt. Und zwar diese hier. Und was habe ich noch? Diese goldene Sprühflasche. Ich glaube, ich habe einen Fetisch für Gold. Soll ich euch ansprühen? Lieber nicht. Außerdem gibt es so ein Benutzerhandbuch. Laut Beipackzettel so Lavagranulat. Hört mal. Hört sich schön an, oder? Bisschen beruhigend. Mein Bonsai-Baum ist circa 7 Jahre alt. Vor vielen, vielen Jahren gab es einen Kianimus, der war sehr gestresst, der war sehr schnell gereizt und war sehr schnell aggressiv. Was bedeutet, dass mein Umfeld dadurch im Umkehrschluss sehr darunter gelitten hat, weil ich damals zu meiner Familie, zu meinen Freunden und zu meinen Liebsten oft auch asozial war oder respektlos war, unhöflich war und mich habe einerseits stressen lassen. Mein Zeitmanagement war schlecht, meine Selbstliebe war sehr niedrig und mein Selbstwertgefühl war fast bei 0. Ich war sehr eifersüchtig zu dieser Zeit. Als logische Schlussfolgerung nehme ich dafür, dass mein Selbstwertgefühl sehr niedrig war und ich deswegen jeden anderen Menschen als potenzielle Gefahr gesehen habe. Eifersucht hat meist 3 Ursachen. Erstens, man hat ein minderes Selbstwertgefühl, wodurch man jeden anderen Menschen als potenzielle Gefahr sieht. Zweitens, man wurde betrogen und ist geprägt von seiner Vergangenheit. Oder drittens, man betrügt selber und hat Angst, dass der Partner dasselbe machen könnte. Viele sind sich dieses Verhaltens gar nicht bewusst. Also von allen 3 Punkten ist nur der zweite Punkt etwas, worüber sich die Menschen oft sehr bewusst sind. Jedenfalls hast du wahrscheinlich gerade gemerkt, dass es mehrere Ursachen gab, warum ich gestresst war. Mein minderes Selbstwertgefühl, dann, dass meine Selbstliebe sehr niedrig war, andererseits, dass ich ein schlechtes Zeitmanagement hatte. Was noch dazu kommt, ich habe in der Zeit Jobs gemacht, die ich nicht geliebt habe, in denen ich keinen Sinn gesehen habe. Und ich war sehr jung zu dieser Zeit, war ich 18, 19, 20, 21 Jahre alt und ich habe Dinge getan, die nicht das repräsentiert haben, was ich in Zukunft möchte und wie ich mich in 5 Jahren sehen möchte oder was ich meinen Kindern repräsentieren möchte und sagen kann, hey, das bin ich und so habe ich gelebt und das ist definitiv nicht das, was ein sterbender Mensch oder ein Mensch in seinen letzten Atemzügen vor seinem geistigen Auge sehen möchte. Genauso möchte mein inneres Kind nicht, dass ich ein Erwachsener werde, den dieses Kind von damals auch nicht respektieren kann. Und unabhängig davon, wie viel Stress du in deinem Leben hast, ist viel wichtiger zu erfahren, was dich wirklich stresst und warum du dich stressen lässt. Man hat immer so einen Schwerpunkt. Was stresst dich am meisten? Sind es deine sozialen Kontakte? Ist es deine Arbeit? Ist es dein Hobby, was du gerade nicht verfolgen kannst? Sind es Geldprobleme? Oder ist es etwas, was in dir ist, was du möchtest, aber nicht umsetzt? Und ich glaube generell, dass der Mensch sich heutzutage viel, viel klarer darüber werden muss, was ihn wirklich stresst. Denn wir haben so viele Einflüsse und visuelle und auditive Reize und so viele andere Dinge, die uns im Alltag beeinflussen. Sei es Social Media oder Musik oder so viele neue soziale Kontakte, Fernsehen, Radio, Werbung, wir sind überall mit Reizen überflutet. Das erhöht den Grundpegel an Stress schon extrem. Schaut mal Leute, so sieht das aus. Und das befeuchten wir jetzt. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich die Frage, wie erkenne ich meine Stressfaktoren? Wie realisiere ich
Erkennen und Wissen ist etwas anderes. Wie realisiere ich es und wie setze ich es um, sie zu eliminieren? Fangen wir erstmal an mit der Erkennung. Wir nehmen die Stressfaktoren, die dir bekannt sind, beispielsweise Beziehung, und du schreibst es dir auf ein Blatt. No joke, schreib es dir auf ein Blatt. Als Überschrift Stressfaktoren, behalte den Zettel bei dir. Jedes Mal, wenn dich etwas stresst, schreibst du auf den Zettel, was dich gestresst hat. Am besten ein DIN A4-Blatt. Ich glaube, es gibt so einige Dinge, die uns stressen. Schreibe dir das konsequent auf und nach 30 Tagen schaust du mal, was du am meisten aufgeschrieben hast. Beruf zum Beispiel. Wenn dich am nächsten Tag die Arbeit nochmal stresst, dann schreibst du nochmal Arbeit auf. Nach 30 Tagen schaust du, wie oft beispielsweise Beruf auf deinem Zettel steht oder Freundin oder Freund auf dem Zettel steht. Dann nimmst du dir einen neuen Zettel und schreibst die Anzahl des jeweiligen Wortes, welches dein Stressfaktor ist, auf ein neues Blatt. Also 36 Mal Beruf, 12 Mal Freundin, 20 Mal finanzielle Probleme, und dann hast du erstmal einen Überblick, was dich am meisten stresst. Hol dir ein Blatt Papier und schreib es dir auf. Schlaf nicht. Es ist wichtig, die Stressfaktoren zu eliminieren, die du erkannt hast. Das heißt, natürlich kannst du keine Familienmitglieder eliminieren und sie umbringen. Bitte mach das nicht. Den Tipp hast du nicht von mir. Aber du kannst Stressfaktoren eliminieren wie der finanzielle Stress. Dafür ist Bildung halt sehr wichtig. Du solltest dich erstens in gewissen Bereichen weiterbilden. Und da habe ich einen kleinen Tipp für dich, was Persönlichkeitsentwicklung angeht. Mein zweites Buch, Gute Menschen verlieren nie. Dieses Buch wird dir helfen. Kleine Schleichwerbung. Warum ist Bildung in der Hinsicht so wichtig? Weil, wenn du dich über Finanzen weiterbildest, kannst du deine finanziellen Stressfaktoren eliminieren. Natürlich mit der Zeit. Du wirst nicht von heute auf morgen deine finanziellen Probleme loswerden. Wenn du dich in Kommunikation weiterentwickelst und du ständig Streit oder Stress mit deinem Freund oder deiner Freundin hast, kannst du dich selbst in die Lage bringen, Herr der Kommunikation zu werden oder Herrin der Kommunikation zu werden. Du kannst, wenn du ständig unter Zeitdruck stehst, dich in puncto Zeitmanagement weiterbilden. Das bedeutet, du kannst Bücher darüber lesen, und es gibt wirklich sehr tolle Bücher über Zeitmanagement. Kannst du auf jeden Fall sehr, sehr viel rausholen aus deiner Zeit. Und das wird auf jeden Fall sehr viel Druck von dir wegnehmen. Ich gebe euch natürlich auch meine Tipps und wie ich da rausgekommen bin und wie ich eine Resilienz aufgebaut habe, die mir sehr viel gebracht hat, aber auch mein Umfeld sehr viel gebracht hat. Erstens, und jetzt kommen wieder die Tipps, und einen habe ich schon gegeben, und zwar aufschreiben. Das hilft wunderbar. Generell ist Schreiben wie eine Therapie. Schreibe dir alles auf, was dich stresst und was für eine Anzahl an Stressfaktoren vorhanden ist. Zweitens, das ist absolut wichtig, Leute. Bilde dich weiter, und zwar so oft du kannst und so viel du kannst. Wenn es Weiterbildungskurse gibt, die dir beruflich angeboten werden, dann nehme sie mit und zwinge dich bitte nicht in trockene Lektüre. Lies, was dir Spaß macht, in dem Themenbereich, den du brauchst, um weiterzukommen. Dritter Tipp, und den habe ich vor allem sehr, sehr oft genutzt und mache ich immer noch, und zwar täglich, ist einmal meditieren und beten. Wenn du nicht so gut mit Gott bist, dann musst du nicht beten, aber du kannst auf jeden Fall meditieren. Und meditieren ist nichts unglaublich Krasses oder was nur irgendwelche abgefahrenen Hipster machen. Das kann jeder machen, und es kann dir helfen, dich selbst zu reflektieren, deine Stressfaktoren zu reflektieren und sie zu senken, weil es dich zur Ruhe bringt. Und glaub mir, diese Ruhe können wir alle gebrauchen. Ich sag dir, wie es ist. Wir können alle diese Ruhe gebrauchen, Leute. Wenn du keinen Bock hast, YouTube zu durchforsten nach Meditationsanleitungen oder Videos, dann kannst du dir die App Calm runterladen, also C-A-L-M, und da kriegst du geführte Meditationen. Das ist keine Werbung, Leute, aber wenn ihr eine Kooperation machen möchtet, meldet euch gerne bei mir. Vierter Tipp: Führe ein Dankbarkeitstagebuch. Warum ist Dankbarkeit so wichtig? Dankbarkeit zeigt dir, dass du gewisse Dinge in deinem Alltag reflektiert hast und auch die kleineren Dinge beachtest. Oft sind wir in dem Modus, dass wir die Dinge, die wir am Tag haben, erleben oder genießen dürften, gar nicht genießen oder immer nach mehr streben oder nach mehr Geld, mehr Autos, mehr Macht, mehr Frauen, mehr Männer, mehr Schönheit, mehr Selbstoptimierung und so weiter und so fort. Vor allem körperliche Selbstoptimierung ist ja heutzutage sehr im Trend. Kann natürlich krankhaft werden, wie wir immer wieder sehen können. Dementsprechend finde ich es absolut wichtig, dass du eine Möglichkeit entwickelst, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Ich selbst bringe bald ein Tagebuch raus, in dem es auch um Dankbarkeit geht. Oder du kannst dir auch kostenfrei ein eigenes machen, indem du ein paar Blätter nimmst, die abheftest und dir dann einfach abends 3 Punkte aufschreibst, für die du dankbar bist, und morgens einmal durchliest, wofür du gestern dankbar warst. Also fassen wir nochmal zusammen.
Erstens, du solltest dir aufschreiben, was deine Stressfaktoren sind, und zwar 30 Tage lang, um zu erfahren, was dich am meisten stresst. Zweitens, du solltest dich bilden. Lies Bücher, die dir helfen, in den Bereichen oder in den Themen weiterzukommen, in denen deine Stressfaktoren sich befinden. Drittens, meditieren und beten. Wenn du mit Beten nichts anfangen kannst, dann meditiere. Dazu gibt es schöne zahlreiche Apps oder auch Videos. Viertens, dankbar sein. Sei dankbar für die Dinge, die du hast und die du nicht hast. Kleines Rätsel. Was könnte etwas sein, wofür du dankbar sein solltest, was du nicht hast? Und ein sehr wichtiges Anliegen von mir: Dankbarkeit kommt durch Achtsamkeit. Wenn du den Begriff Achtsamkeit das erste Mal hörst, dann hast du dein Leben lang geschlafen. Nein, Spaß. Achtsamkeit bedeutet einfach nur achtsam zu sein. Achtung für den Moment zu haben und den Moment zu genießen, zu spüren und zu fühlen. Das bedeutet einfach gesagt, wenn du mit deiner Familie am Tisch sitzt beim Essen, dann solltest du vielleicht nicht in Gedanken woanders sein. Sei achtsam, genieße den Moment. Wenn du gerade einen Schluck Kaffee trinkst, dann genieße vielleicht den Kaffee. Schließe die Augen, sei achtsam, versuche die Aromen zu riechen, zu schmecken und die Wärme vom Kaffee auf deiner Zunge zu spüren, es einfach zu realisieren, was du gerade tust. Und gerade das wird dich sehr, sehr beruhigen und deinen Stress von dir nehmen. Wenn ihr weitere Tipps habt, dann schreibt hier drunter, und ich muss dir, glaube ich, nicht sagen, dass du mich gerne abonnieren darfst, wenn du Lust hast, dass du gerne das Video liken darfst. Teile es gerne. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, der ständig gestresst ist und dem dieses Video helfen könnte. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Wunderschöner Mensch, schau in den Spiegel und lächle dich an. Pass auf dich auf, bis zum nächsten Video und liebe Grüße vom Bonsai-Baum. Ich bin gespannt, was für Namen ihr für ihn habt oder für sie. Der wird jetzt gepflegt und ich denke, mit der Zeit werde ich zum Bonsai-Profi.